In diesem Video geht es darum, Python zum ersten Mal unter Windows zu installieren und zu verwenden. Ja, es ist tatsächlich möglich. Wir können jetzt MetaTrader 5, MQL5 und Python zusammen verwenden, um eine Situation zu schaffen, die es uns ermöglicht, Positionen mit Hilfe von Python zu eröffnen. Und ja, es ist auch möglich, dafür künstliche Intelligenz einzusetzen. Warum ist das überhaupt interessant geworden? Ganz einfach. Die Technologien, die noch vor wenigen Monaten für uns praktisch unerreichbar und unerschwinglich waren, lassen sich jetzt ganz einfach mit einem Standardcomputer umsetzen. Die Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, insbesondere im Open-Source-Umfeld, sind so weit fortgeschritten, dass derzeit eine Debatte darüber geführt wird, wie es dem neuen KI-System von Mistral gelungen ist, die bisherigen Pioniere OpenAI und GPT-4 in mancher Hinsicht zu schlagen. Die Programmiersprache, die derzeit für die Programmierung solcher Systeme verwendet wird, ist Python. Dafür gibt es eine Schnittstelle, die wir jetzt installieren werden. Lassen Sie uns im ersten Schritt einen Blick darauf werfen, was wir dafür benötigen. Zuallererst natürlich die Programmiersprache Python, die Sie für einen Windows-Computer per Mausklick über den Microsoft Store installieren können. In meinem Fall habe ich die Version 3.11 gewählt. Sie finden den Microsoft Store, indem Sie einfach den Begriff unten in das Windows-Suchfeld eingeben. Wenn Sie bei der Installation von Python gefragt werden, ob Sie dies auch in den Windows-Pfad aufnehmen sollen, dann beantworten Sie diese Frage bitte mit Ja. Nach einem Neustart Ihres Windows-Rechners können Sie dann Python aufrufen. In diesem Fall können Sie dies über die Kommandozeile tun. Geben Sie einfach den Begriff CMD unten in das Windows-Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Sie sollten dann ein schwarzes Fenster mit einer Eingabeaufforderung sehen. In diesem Fenster können wir nun überprüfen, ob unsere Installation erfolgreich war. Geben Sie dazu einfach den Begriff Python ein und drücken Sie die Eingabetaste. Jetzt können Sie testen, ob Python funktioniert. In meinem Fall habe ich eine einfache Addition der Zahlen 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 durchgeführt und erneut die Eingabetaste gedrückt. Wenn Sie nun ein entsprechendes Ergebnis erhalten, hat die Installation funktioniert. Herzlichen Glückwunsch! Python ist nun einsatzbereit. Um die Eingabeaufforderung zu verlassen, geben Sie einfach den Begriff Exit ein, gefolgt von 2 runden Klammern. Das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.